Danach gab es noch ein Video mit dem Exportkit, wie man das ganze Ding einbaut. Die Trommel allerdings ist hier aus Kunststoff, das habt ihr aber auch im Video gesehen. Da ist ein bisschen die Kante abgebrochen. Was halte ich wirklich vom Six Needler und wo ordne ich dieses Teil ein? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe euch in den letzten paar Videos den Six Needler ausführlich gezeigt. Vom ersten Eindruck, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde, was mitgeliefert wurde, was ich dazu bestellt habe und. Dann habe ich euch gezeigt, was der Six Needler kann, wie effektiv er ist im Originalzustand. Danach gab es noch ein Video mit dem Exportkit, wie man das ganze Ding einbaut und dann, was er mit dem Exportkit kann und welche effektive Reichweiten ich mit dem Exportkit oder eingebauten Exportkit erreichen kann. Heute möchte ich ein klares Fazit ziehen, was halte ich wirklich vom Six Needler und wo ordne ich dieses Teil ein. Der Six Needler ist für mich kein klassisches Trainingsgerät und auf keinen Fall ein Spielzeug. Also es ist schon ein ernstzunehmendes Ding. Für mich ist das ganze System einfach interessant, wenn man merkt, das ist kein Gimmick oder sonst was. Ja. Für mich ist es einfach interessant, weil es nicht einfach ein klassisches Luftdrucksystem mit Bällen ist oder Kugeln, ja, sondern mit Darts, die ihr verschießt. Und das macht es für mich ganz interessant. Noch ein interessanter Punkt ist, wie viele Schüsse bekomme ich mit einer Kartusche raus. Das habe ich jetzt nicht exakt gezählt. Ich habe immer nur ungefähre Schusszahl gehabt. Das war ohne Exportkit ungefähr 60, mit Exportkit dann schon nur noch 40 Schüsse ungefähr. Allerdings meiner Meinung nach sind nicht die maximal mögliche Schüsse relevant, sondern die konstant nutzbaren Schüsse, sprich wo Druck und Präzision einfach noch zusammenpassen. Das ist für mich eher der relevante Part. Bei wie vielen Schüssen ist die Präzision noch konstant und ab wann fällt sie ab. Ich habe ja immer im Video eine neue Kartusche eingelegt, die alte rausgemacht, neue eingelegt und man merkt, die ersten Schüsse sind noch sehr präzise, egal ob mit oder ohne Exportkit. Beim Exportkit natürlich merkt man das noch ein bisschen extremer. Nach ein paar Schüsse fängt es dann doch an, dass der Druck abfällt und somit geht halt auch die Präzision ein bisschen flöten. Aber das ist normal bei diesem System. Wer hier halt unrealistische Erwartungen hat, dass er bis zum letzten Schuss exakt die gleiche Präzision leistet, der wird leider dann enttäuscht davon. Wer aber ungefähr sich denken kann oder weiß, wie das System funktioniert, der kriegt genau das, was das Teil kann. Was mir jetzt positiv aufgefallen ist ganz einfach die Präzision. War überraschend genau, solange der Druck da ist und solange man auch im Distanzbereich bleibt. Ja, dieses Teil ist nicht für Long Range gemacht, sondern auf kurze Distanz. Und da hat man dann doch schon gemerkt, dass er eigentlich ziemlich präzise ist. Ihr habt es gesehen in den ganzen Videos. Und das hat mir eigentlich schon ganz gut gefallen. Was mir noch positiv aufgefallen ist die schnelle Schussfolge. Also man bekommt die Trommel doch relativ schnell leer für das, was das System ist. Das fand ich ganz positiv. Vom Handling oder Kompaktheit, ich finde es jetzt nicht ganz so kompakt. Es ist schon ein bulliges Ding, aber ist wahrscheinlich auch nicht anders machbar. Aber es ist noch handelbar auf jeden Fall. Vor allem ist es wie mit dem Griff eine persönliche Sache. Ja, jeder hat andere Hände, jeder hat
fühlt sich anders bequem mit dem Winkel und. Bei mir ist jetzt der Winkel, finde ich jetzt persönlich zu steil, also ist jetzt nicht der bequemste, aber ja, man muss sich einfach dran gewöhnen. Nach ein paar Schuss hat man das auch und dann kann man auch mit dem sehr gut umgehen, wenn man andere Sachen gewohnt ist, ja, wo der Winkel halt nicht so steil ist. Aber wie gesagt, das ist eine persönliche Sache. Finde ich aber nicht relevant als Negativpunkt, sage ich mal, ja, weil wie gesagt, es kommt auf jeden selbst drauf an, der Winkel, die Größe und. Die Präzision von dem Ding finde ich überraschend gut, solange man halt im Einsatzbereich bleibt. Auf Kurzdistanz optimal, gar keine Probleme damit. Aber selbst auch auf Long Range eigentlich finde ich die Präzision wirklich brauchbar. Wenn man bedenkt, was ich im letzten Video da geschossen habe und das längste bisher war die 25 Meter und selbst dort habe ich ein gutes Feld getroffen. Also der Streugras war jetzt nicht riesig und ich habe trotzdem noch getroffen und die Pfeile oder Darts sind trotzdem noch gut penetriert. Also von dem her nicht schlecht. Also was ich noch sagen möchte, ist, dass ich dieses Gesamtkonzept ziemlich interessant finde. Ich finde, dieses Teil ersetzt jetzt kein System, sondern ergänzt eher ein System. Und auf jeden Fall finde ich, für Leute, die mal was anderes suchen und was Spezielles wollen, ist das sehr cool. Und ich finde aber auch, dieses Teil hat einen Nischencharakter. Aber ich muss dazu sagen, es ist nicht für jeden was. Ja. Also wer bewusst mal was anderes möchte, ist da ganz gut dabei, aber es wird nicht jedem passen. Also mein Fazit jetzt nach mehreren Videos, aktuell mein Fazit, es ist kein Hype, kein Hate. Ich finde dieses Teil speziell. Ich persönlich finde es sehr interessant und macht richtig viel Spaß. Auf jeden Fall, also definitiv. Die Verarbeitung ist wie gesagt tipptopp. Also es ist alles aus wertigem Metall gemacht, das meiste. Die Trommel allerdings ist hier aus Kunststoff, das habt ihr aber auch im Video gesehen. Da ist ein bisschen die Kante abgebrochen, weil ich immer hier einen auf so gemacht habe. Und dann ist die Kante hier halt immer an das Ventil gekommen und deswegen ging das halt ein bisschen kaputt. Macht aber der Funktion absolut gar nichts. Wie gesagt, die Präzision ist sehr gut, wenn man halt im Bereich bleibt. Aber auch bei längeren Distanzen kann man es auch mal machen, aber ist eher so ein Spaßding, sage ich mal. Ich würde das Teil auf jeden Fall noch weiter testen. Wenn ihr Anregungen habt, könnt ihr gerne das in den Kommentaren da lassen. In Deutschland ist er ja mittlerweile auch angekommen, allerdings in einer abgeschwächten Version und einem anderen Namen. Lasst mich da gerne mal wissen in den Kommentaren, was ihr davon haltet oder wie ihr ihn findet, falls ihr ihn gekauft habt. Das würde mich wirklich interessieren. Wie gesagt, ich mache hier auch gerne noch Videos von der originalen Version. Ich besitze das Teil legal original und gerne mache ich Tests und gerne kann man da gegenseitig die Unterschiede rausziehen. Wie gesagt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Dann kann ich da auch noch andere Tests machen, was ihr vielleicht macht mit der abgeschwächten Version. Wie, wo, was bringt, würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber ansonsten war es das erstmal jetzt vom Six Needler auf meinem Kanal, beziehungsweise ich werde dann schon wieder Content natürlich bringen, weil wie gesagt, das macht Spaß. Ich werde auch noch ein paar Tests machen. Ich werde auch, weil es wirklich interessant war und ein paar Leute das in die Kommentare geschrieben haben, wie viele Schuss mit einer Kartusche rausgehen, kann ich für euch testen. Wie gesagt, ich muss noch Munition kaufen. Das hier, was ich hier drin habe, sind noch die abgeschnittene. Wie gesagt, wenn ihr auf Holz schießt, dringen die durch. Man kriegt sie meistens, wenn man sie rausbekommt, dann sind sie meistens krumm. Deswegen einfach abknipsen, kann man sie nochmal verwenden. Erfahrungsmäßig
habe ich den Pfeilsack mit Stoff gefüllt. Ich habe aus Versehen mal da drauf geschossen und muss sagen, das Teil bremst die Pfeile genauso gut ab oder diese Darts. Da habt ihr wahrscheinlich sehr gute Chancen, dass dieses Teil auch die Darts sehr gut auffängt und ihr die Teile öfters benutzen könnt. Ich werde es aber testen, davon mache ich auf jeden Fall ein Video, ob so ein Sack was bringt oder nicht, oder ich versuche mal rauszufinden, was ist das beste Ziel für den Six Needler mit Export-Kit. Genau. Hier wird wahrscheinlich auch noch bald was in meinem Shop kommen, wollte ich auch noch sagen. Ich habe schon ein paar Ideen, was ich vielleicht machen werde. Und ja, ansonsten, ich habe noch andere Affiliate-Links, da könnt ihr gerne reingucken, wenn du neu auf dem Kanal bist. Das war's jetzt erstmal und wie gesagt, schreibt mir in eure Kommentare euer Feedback, diskutiert, aber geht respektvoll miteinander um und ich werde noch mehrere Tests mit dem natürlich machen, weil, wie gesagt, er macht einfach Spaß. Er macht wirklich Spaß. Alles klar, bis dann.